Hallo Leute, willkommen zurück zu Last Set Survival Shooter. Hast du dich schon mal gefragt, welche Forschung du priorisieren solltest? Welcher Forschungsbaum ist am besten? Welche Vorteile hat eine Forschung? Wie kannst du deine Helden stärker machen? Wie kannst du dich im Spiel stärker machen? Die ganzen Bäume, die Erklärungen, das gehen wir hier in diesem Video durch. Wenn du dazu Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Und zum Anfang, wo ich das Spiel angefangen habe, habe ich mir so gedacht, okay Sultai, reicht ja ein Technologiegebäude oder nimmst du auch das zweite mit dazu? Ich habe einen Monat lang mit nur einem Technologiegebäude die Forschung betrieben und habe dann kürzlich entschieden, ja okay, investierst die 10 Euro und dann hast du ein zweites Forschungsgebäude und das bringt einen enorm weiter. Also wenn du Free-to-Play unterwegs bist hier im Spiel, kannst du auch mit einem Technologiegebäude die Forschungen betreiben. Ja? Gibst du ein bisschen Geld aus, dann würde ich dir empfehlen, das zweite Gebäude zu holen, weil damit kommst du schneller voran. Wichtig ist noch in diesem Spiel sind auch wichtig die Polizeiabzeichen. Die solltest du sammeln, so wie ich. Ich habe aktuell, 21.000. Okay, ja, wie gesagt, du solltest diese sammeln, weil es gibt Forschungen, die verlangen ganz viele Abzeichen. Und die Forschungen, die ganz viele Abzeichen verlangen, sind meistens die besten. Okay, ich würde mal vorschlagen, wie gesagt, wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Wir fangen mal an mit dem Video. Und zwar erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ihr bei der Technologie oder bei der Forschung vorgehen solltet. Also die wichtigste Regel überhaupt hier im Spiel und bei der Forschung ist, lasst euer Labor niemals stillstehen. Ja, egal ob ihr online oder offline seid, es sollte mindestens eine Forschung am Laufen sein. Denn wenn euer Labor jede Woche mehrere Stunden oder sogar Tage leer steht, verliert ihr auf Dauer enorm viel Fortschritt. Deshalb gilt, sobald eine Forschung abgeschlossen ist, startet ihr direkt die nächste. Dann kommen wir mal zu den Forschungen und zwar zu der Forschung Neues Zuhause. Hier startet jeder neue Account. Dieser Forschungsbaum dient hauptsächlich dazu, eure Technologien freizuschalten und bildet die Grundlage für eure gesamte Entwicklung. Hier solltet ihr einfach kontinuierlich weitermachen. Bau des Unterschlupfs. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Forschungsbäume überhaupt. Bau des Unterschlupfs. Hier verbessert ihr unter anderem eure Baugeschwindigkeit und weitere Entwicklungsboni. Das bedeutet, alle Gebäude werden schneller fertig und euer kompletter Account entwickelt sich deutlich schneller. Je früher ihr diesen Forschungsbaum ausbaut, desto größer ist der Vorteil über die nächsten Wochen und Monate hinaus. Die Verwaltung des Hauptquartiers. Auch dieser gehört für mich zu den wichtigsten überhaupt. Hier verbessert ihr euer Hauptquartier und schafft die Voraussetzungen für spätere Forschungen. Je schneller ihr euer Hauptquartier ausbauen könnt, desto früher schaltet ihr neue Gebäude, stärkere Truppen und weitere Inhalte frei. Elite-Truppen. Jetzt geht es an eure Armee. Mit Elite-Truppen verbessert ihr dauerhaft eure Soldaten. Dieser Forschungsbaum ist extrem wichtig, weil er eure Kampfkraft direkt erhöht und gleichzeitig weitere Militärforschungen freischaltet. Wer im Kampf stärker werden möchte, sollte Elite-Truppen auf keinen Fall vernachlässigen. Kommen wir zum Forschungsbaum Heldentraining. Eure Helden entscheiden später über Sieg oder Niederlage. Deshalb solltet ihr diesen Forschungsbaum regelmäßig ausbauen. Je stärker eure Helden werden, desto stärker werden natürlich auch eure Formationen. Allianz Anerkennung. Jetzt kommen wir zu einem Forschungsbaum, den viele Spieler unterschätzen. Diese Forschung verbessert eure Belohnungen aus Allianz-Events und dem Allianz-Duell. Dadurch bekommt ihr langfristig mehr Ressourcen, mehr Forschungsabzeichen und weitere wertvolle Belohnungen. Deshalb lohnt sich diese Forschung langfristig enorm. Militärische Theorie. Mit militärischer Theorie verbessert ihr verschiedene Kampfwerte eurer Truppen. Außerdem schaltet ihr dadurch weitere militärische Forschungsbäume frei. Wenn eure Grundlagen stehen, solltet ihr hier investieren. Dann gibt es natürlich den Forschungsbaum Friedensschild, der kommt etwas später. Das ist einer der wichtigsten Forschungsbäume für aktive PvP-Spieler. Hier findet ihr unter anderem die Forschung Dringende Rettung. Diese sorgt dafür, dass nach Kämpfen weniger Truppen sterben und stattdessen mehr Soldaten im Krankenhaus landen. Gerade bei großen Events kann euch das unglaublich viele Ressourcen sparen. Deshalb würde ich Friedensschild relativ früh ausbauen. Gebietsbesetzung. Hier dreht sich alles um Kämpfe, um Gebäude und strategische Ziele. Für Anfänger hat dieser Forschungsbaum noch keine hohe Priorität. Wenn ihr später regelmäßig an Allianzkriegen oder an anderen PvP-Events teilnehmt, wird er allerdings deutlich wichtiger. Allianzbewaffnung. Auch Allianzbewaffnung richtet sich eher an fortgeschrittene Spieler. Hier verbessert ihr verschiedene Werte für Allianzkämpfe und PvP. Da dieser Forschungsbaum sehr viele Ressourcen benötigt, würde ich ihn erst später priorisieren. Armeeaufbau. Ein weiterer später Forschungsbaum ist Armeeaufbau. Hier verbessert ihr eure gesamte Armee nochmal deutlich.
Gerade für aktive PvP-Spieler ist dieser Forschungsbaum später sehr wichtig. Vorher solltet ihr allerdings eure wichtigsten Grundlagen fertigstellen. Soldaten-Spezialtraining. Hier schaltet ihr eure T10-Truppen frei. Für viele Spieler ist das große Ziel hier im Spiel. Der Unterschied zwischen T9 und T10 ist enorm. Deshalb solltet ihr langfristig genau auf diesen Forschungsbaum hinausarbeiten. Meine Prioritäten bezüglich der Forschung wäre zuerst neues Zuhause forschen, ja, dann Bau des Unterschlupfs, Verwaltung des Hauptquartiers, Elitetruppen, dann Allianz-Anerkennung, sehr wichtig, militärische Theorie und anschließend Friedensschild. Und erst danach würde ich Gebietsbesetzung, Gebietsforschung, Allianzbewaffnung und Armeeaufbau priorisieren. Das langfristige Ziel bleibt natürlich das Soldaten-Spezialtraining, um T10-Truppen freizuschalten. So, jetzt sind wir die einzelnen Forschungsbäume durchgegangen. Ihr wisst jetzt, was ihr priorisieren könnt, je nachdem, was für ein Spieler ihr seid. Seid ihr PvP-Spieler, seid ihr PvE-Spieler, seid ihr ein Mix, ja? Seid ihr Spieler, die kein Geld ausgeben, seid ihr Spieler, die Geld ausgeben. Das alles spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, mein Rat an euch ist, die Polizeiabzeichen zu sparen. Priorisiert eure Forschungen danach, wie euer Spielstil ist. Na? Natürlich sollte das große Ziel sein, T10-Truppen zu haben. Ich weiß, das ist sehr schwer, es dauert sehr lange, aber es lohnt sich. Ja, weil der Unterschied zwischen T8 und T9 und zwischen T9 und T10 ist immens groß. Okay, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten guckt bei den Forschungen immer, was für Vorteile dir diese Forschung bringt. Ihr könnt bei jeder Forschung einmal drauf tippen und die Vorteile werden euch angezeigt. Na? Okay, wie gesagt, wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Last Set Survival Shooter. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es erstmal gut, bis dann. Euer Sultai. Tschüss.